Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein modernes Holzhaus, das sich eine fünfköpfige Familie anstelle einer alten Jugendstilvilla auf ein städtisch gelegenes Hanggrundstück mit Baufritz gebaut hat. Wir schauen uns heute an, warum sich die Familie für einen Neubau entschieden hat, obwohl das alte Haus schon liebevoll saniert war. Ein kleiner Spoiler, der Familie war das Thema gesund wohnen ganz wichtig und ein stimmiges Materialkonzept mit tollen Einbaumöbeln. Und wie das alles aussieht, schauen wir uns heute zusammen an. Das neue Haus ist etwas schmaler als das alte, das hier vorher gestanden hat. Da aber vorne am Grundstück direkt auf die Baulinie gebaut werden musste, ist hier hinten Platz für eine riesengroße Terrasse nach Süden, also ein tolles Outdoor-Wohnzimmer. Das neue Haus hat jetzt Maße von 11,33 mal 8,83 Meter, bietet etwa 153 Quadratmeter Wohnfläche bei einem Kniestock oben von 2,75 Meter Rohbauhöhe. Das heißt, man hat oben zwei voll nutzbare Geschosse. Dann gibt es hier aufgrund der Hanglage noch einen Keller drunter, der auch im hinteren Bereich 1 Meter aus der Erde rausguckt. Das heißt, wir haben hier überall ums Haus rum Abgrabungen, Terrassen auf verschiedenen Höhen. Und weil dadurch auch der Keller natürlich belichtet ist, gibt es da unten noch mal eine Einliegerwohnung und einen Gästebereich mit insgesamt 77 Quadratmetern, sodass hier insgesamt etwa 230 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen. Das Dach ist ein flach geneigtes Satteldach, das sind 18 Grad. Obendrauf ist so ein Tonziegel in Schiefergrau engobiert. Ganz moderne Optik ohne Dachüberstände können wir hier sehen. Und ein Highlight ist natürlich hinter mir hier schon diese Pfostenriegelfassade, die hier eine geschossübergreifende Verglasung möglich macht. Wir werden dann drinnen sehen, dass dahinter natürlich eine offene Galerie liegt und dass dieses Element ganz viel Licht ins Haus bringt. Und vielleicht noch ein Wort zu dieser Fassade. Das ist eine Fichtefassade, eine Holzfassade, die ist gehobelt, also hat eine relativ glatte Oberfläche und ist gestrichen mit so einer Vorvergrauungslasur, die der Hersteller selbst entwickelt hat, der den natürlichen Grauton vorwegnimmt, den so eine Holzfassade im unbehandelten Zustand annehmen würde. Die Terrasse unter mir ist Lärche, da sieht man, das ist schon vergraut teilweise und im Laufe der Zeit werden sich diese Grautöne weiter anpassen. In dem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, dass wir keine Dachüberstände haben, weil dann dieser Vergrauungsprozess oder der Verwitterungsprozess ganz gleichmäßig stattfindet. Auf dem Dach haben wir keine Dachflächenfenster, denn hier kommt ja sehr viel Licht tief ins Haus rein. Dafür aber eben viel Platz für eine Photovoltaikanlage, 6,8 Kilowatt Peak, die Familie auch nutzt, denn wir haben eine Wärmepumpenheizung. Dazu sage ich euch nachher im Technikraum noch was. Man hat sich hier aus ökologischen Gründen, aber auch um keine Außeneinheit aufstellen zu müssen, für eine Sohle-Wasser-Wärmepumpe mit Sondenbohrung entschieden. Und das schauen wir uns dann im Technikraum drinnen an. Jetzt schauen wir uns mal vorne die Eingangsseite an. Hier an der Seite sieht man teilweise auch große Festverglasungen, die in der Ecke angeordnet sind, was innen auch die Raumkanten auflöst und sehr viel Licht und Großzügigkeit reinbringt. Und hier an der Seite könnt ihr gerade mal sehen, die Außengeräte von der speziellen dezentralen Lüftungsanlage, die der Hersteller auch entwickelt hat, damit man eben innen keine langen Leitungswege hat für die Lüftung. Hier kommen wir jetzt schon auf die Vorderseite, die bewusst sehr geschlossen und sehr einfach gehalten ist. Der Zugang in die Hauptwohnung erfolgt hier über so eine Art Brücke, die ist übrigens 1,50 Meter breit. Und darunter liegt dann der geschützte und separate Eingangsbereich für die Einliegerwohnung und den Gästebereich. Es gibt bewusst innen keine Treppe, also innen keine Verbindung von Haus und Keller. Die Stauräume sind alle oben untergebracht. Wenn man das später vermieten will, ist es nämlich eigentlich ganz geschickt, wenn das wirklich sehr separat ist. Außerdem wollte die Familie den Platz für die Kellertreppe innen nicht verschwenden.
Wir nähern uns jetzt hier schon dem Eingangsbereich. Ihr könnt vielleicht hier gerade mal sehen, eine Besonderheit des Herstellers ist dieser überbaute Fensterstock. Man sieht also von außen die Rahmen nicht. Das sind dreifach verglaste Holz-Alu-Fenster. Das Ganze hat nicht nur einen optischen Gesichtspunkt, dass es eben schön schlank aussieht, sondern auch was mit dem Thema Wohngesundheit zu tun. Wir haben hier eine Holzständerkonstruktion, gedämmt mit einer ebenfalls selbst entwickelten Hobelspandämmung aus Holzabfällen, die auch ökologisch nur mit Molke behandelt worden sind gegen irgendwelchen Schädlingsbefall. Da ist also nichts drin. Und es gibt hier in der Wand noch so ein Kohlepapier, so ein Kohlefaserpapier, das elektromagnetische Strahlung raushalten soll. So viel schon mal vorweg zum Gesundheitsaspekt außen. Und jetzt schauen wir mal, wie es innen aussieht. Die Diele ist 8,4 Quadratmeter groß. Wir haben ja die standardlichte Raumhöhe von 2,50 Meter. Auf dem Boden sehr, sehr schön, tatsächlich ein echter Naturstein. Das ist ein Schiefer im Format 60 x 60. Man sieht schon auch, der Hund fühlt sich hier super wohl. Und hier geht es auch gleich schon los mit Einbaumöbeln. Zur Treppe sage ich euch gleich was. Die hat die Bauherrin selbst entworfen, genauso wie diese Garderobeneinbaulösung. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was dann hier übergeht nachher in die Küche und in die Speisekammer. Also ein großes Möbelstück und hier gibt es eben eine kleine offene Garderobe mit Sitzbank. Alles schön in einem Material integriert, sodass man also hier auch die Schuhe ausziehen kann. Und das Ganze ist sehr, sehr platzsparend. Das war in dem Haus insgesamt ein großes Thema. Die Familie wollte keinen Raum verschwenden. Das werde ich euch an mehreren Stellen noch sagen. Und man sieht schon, diese Lösung hier komplett ist jetzt Wildeiche geölt von mir. Und hier haben wir jetzt den Übergang zum sonstigen Bodenbelag. Das ist jetzt eine Eiche, Landhausdiele, gebürstet und geölt, so ein bisschen hell mit einer ganz, ganz schmalen Fuge. Und das ist einfach sehr harmonisch, weil hier wirklich im ganzen Haus nur eine Holzart zum Einsatz kommt. Sehr schön finde ich auch diese Lösung mit dieser Abschlussleiste. Man versucht hier auf Fugen zu verzichten, die mit irgendwas ausgefugt werden. Und dann hat man hier eben diese schmale Eicheleiste, einfach um den Übergang zwischen Bodenbelag und Wand schön zu überbrücken. Und diese Materialübergänge ist ja sowas, wo ich euch immer gern darauf hinweise. Vom Raumkonzept ist es so, dass wir jetzt hier an den Wänden auch so eine spezielle Mineralfarbe haben, die auch vom Hersteller entwickelt ist. Das ist das sogenannte helle Lichtgrau hier. Und ihr seht es vielleicht zur Decke hin, die Decke ist weiß, gibt es da so einen ganz leichten Unterschied. Auch das Licht, das hier eingebaut ist so ein spezielles flackerfreies Licht, das gesund ist, das für die Augen angenehm ist und keinen Stress erzeugt. Dieser Koch-Essbereich sind insgesamt 29,5 Quadratmeter und die Küche hat die Bauherrin auch selbst entworfen und sich so bauen lassen, dass sie hier vom Materialkonzept perfekt reinpasst. Übrigens auch von dem Schreiner und Küchenbauer, der viel mit dem Haushersteller zusammenarbeitet, sodass es da keine Abstimmungsprobleme gab. Es war ihr wichtig, dass wir hier auch wieder die Eiche haben, die hier überall auftaucht und so ein offenes Regal mit Stauraum und dass das hier vorne aber trotzdem bündig abschließt. Deshalb sind diese großen Schubladen eben hier so gemacht, dass die Blende weiterläuft und es hier einfach diese Stirnseite von dem Regal auch noch dahinter verschwindet. Die Maße sind hier 1,20 x 2,40. Hier ist also wirklich wahnsinnig viel Platz. Sehr schön an der Stelle das Kochfeld mit dem Abzug nach unten, sodass also hier außer der Beleuchtung nichts hängt. Und ich persönlich finde es einfach ganz toll, wenn man in der Küche viel Tageslicht hat. Wir haben jetzt hier dieses liegende Fensterband, das die Arbeitsplatte hier belichtet. Das ist 72 mal fast 3 Meter. Sinnvoll in der Küche natürlich auch einen kleinen Öffnungsflügel zu haben, den man mal schnell aufmachen kann. Und dann natürlich nicht beim Wasserhahn, dass sich das nicht kollidiert. Und sehr schön ist es auch, wenn die Arbeitsplatte hier gleich reinläuft
in die Fensterbank. Dadurch gewinnt ihr nämlich auch nochmal Arbeitsfläche. Wir haben jetzt hier eine Tiefe von 75 cm und über die ganze Länge ist es hier wirklich einfach auch nochmal wahnsinnig viel Platz. Der Abstand ist hier 1,10. Das ist ein sehr guter Arbeitsabstand, auch so ein Standardmaß. Und wenn ihr gleich mal herumguckt auf dem Boden, die Familie hat sich entschieden, das Eiche-Parkett durchzuziehen in die Küche, weil es schön aussieht. Der Holzboden ist auch sehr robust, aber klar, wenn einem was runterfällt, Öl tropft, Rotwein, man muss es sofort wegwischen und deshalb haben sie sich dann entschieden, hier in diesem Bereich zwischen dem Herd und dem Waschbecken, wo man einfach viel hin und her hebt, da nochmal so einen Kork drauf zu legen. Das ist also, finde ich, optisch eine gute Lösung, weil der ist absolut unkompliziert, den kann man auch leicht austauschen und wenn da mal was tropft, ist es dann nicht so schlimm. Sehr schön ist, dass dann hier oben auch gleich diese LED-Leiste eingelassen ist, so dass man also auch wirklich hier abends gut Licht hat. Und jetzt schauen wir mal gleich weiter hier rum. Hier geht es nämlich raus. Das ist der erste Zugang auf die Terrasse, was einfach wahnsinnig schön ist, auch direkt von der Küche aus hier rauszukommen, dann zur Outdoor-Küche. Und von den Maßen haben wir jetzt hier diese Festverglasung und Öffnungsflügel immer eine Höhe von etwa 2,17 Meter. Diese Festverglasung ist dann 1,40 breit. Der Öffnungsflügel sind dann also ungefähr 90 Zentimeter, sodass man da auch wirklich gut rauskommt. Wenn man jetzt hier weiterkommt, kann ich euch hier gerade mal zeigen, da gibt es jetzt dieses Innenelement von der dezentralen Lüftung. Das ist tatsächlich ein Gerät, das man eigentlich nicht hört und das auch mit Wärmerückgewinnung arbeitet, sodass man also hier immer Frischluft, gute Raumqualität, Raumluftqualität im Raum hat. Und weil man das vielleicht nicht an allen Stellen so sehen will, zeige ich euch da nachher auch noch ein paar ganz nette Ideen, wie man das verstecken kann. Der Essplatz steht hier wirklich im Mittelpunkt, im Zentrum des Hauses, im Herz des Hauses, in dieser Achse unter der offenen Galerie. Diese Öffnung ist hier 3 Meter breit und 2,30 Meter tief. Und hier kommt natürlich ganz, ganz viel Licht tief ins Haus durch diese große Pfostenriegelkonstruktion. So ein Element ist 1,50 mal 2,50. Davon haben wir 4 Stück. Und dadurch, dass wir hier oben an der Galerie auch ein eingespanntes Ganzglasgeländer haben, wird es hier wirklich total offen und großzügig, obwohl das Haus ja jetzt nicht so riesig ist von der Wohnfläche. Dann kommen wir hier weiter. Wir stehen jetzt schon im Wohnbereich, der sich hier so rechtwinklig anschließt. Das sind nochmal 28 Quadratmeter. Und hier ist jetzt diese verglaste Ecke, die jetzt nicht als echte Glasecke ausgeführt ist, aber auf jeden Fall ihren Sinn erfüllt. Wir haben hier wieder die 2,17 Meter, hier 1,40, hier nochmal 1 Meter mit 90 Zentimeter breitem Öffnungsflügel. Und hier dann die komplett feststehende Scheibe, die dann 2,40 Meter breit ist. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir, dass es hier so das Thema moderne Berghütte so ein bisschen gab bei der Gestaltung. Das werden wir an mehreren Stellen sehen. Hier sieht man es jetzt, die Bauherrin wollte unbedingt dieses Holzige an allen 3 Wänden. Da hat man ihr gesagt, oh, das sieht nicht aus, wir ziehen einfach das Parkett nur an einer Wand hoch. Aber da hat sie sich durchgesetzt, hat dann also gesagt, gut, wenn das irgendwie jetzt der Innenarchitekt und der Schreiner nicht so toll finden, frage ich meinen Parkettleger. Und der hat es ihr tatsächlich gemacht. Der hat ihr dann also einfach tatsächlich, als er das Parkett verlegt hat, eben auch noch an diese beiden Wände das Holz gelegt. Und sie sagt, sie möchte das einfach von allen Perspektiven im Raum aus sehen, hat hier ihre gemütliche Koje mit diesem liegenden Fensterband, wo man dann eben auf dem Sofa sitzend rausgucken kann und den Blick über die Stadt genießen kann. Und auch hier ist es natürlich wieder wichtig, diese Einbaumöbel hat sie eben auch selbst entworfen, hier passgenau aus dem gleichen Material einsetzen lassen, sodass das wirklich total verschmilzt. Und wichtig ist natürlich, dass man dann jemanden hat, der einem auch schöne Ecklösungen macht, hier eine Leiste draufsetzt, dass es hier bündig ist mit der Wand und auch hier unten solche Sachen. Da sieht man einfach, dass hier jemand im Detail sehr schön und ordentlich gearbeitet hat.
Bevor wir hochgehen, zeige ich euch noch 3 Verstecke bzw. versteckten Stauraum. Ich habe euch ja eben schon gesagt, diese Lüftungselemente hier würde man sie jetzt auf dem Holz eben sehen. Finde ich eine sehr geschickte Lösung, da einfach das Regal und das Bild davor zu stellen. Denn wichtig ist, dass die Luft seitlich einströmen kann. Das ist also an der Stelle gegeben, ohne Probleme. Und zum Thema Stauraum, wenn man jetzt den Keller wirklich separat als Wohnfläche nutzen will, ist natürlich ganz wichtig, hier was unterzubringen. In der Küche gibt es hier durch den Schrank durch einmal 3 Quadratmeter Speisekammer, wo man also wirklich alles unterbringt, was man an Vorräten braucht. Das ist sehr geräumig, könnt ihr gleich noch mal gucken. Und hier unter der Treppe gibt es einen 11,4 Quadratmeter großen Technikraum. Ich habe euch ja gesagt, die Kellertreppe, wenn die jetzt hier laufen würde, könnte man hier nicht reingehen. Dann bräuchte man den Zugang zu diesem Technikraum vom Wohnbereich und das will man eigentlich nicht haben. Was man hier sehen kann, der Raum wird auch für die Treppe genutzt. Das ist eine aufgesattelte Wangentreppe, eine ganz einfache Lösung. Und hier hinten dran ist Platz für den großen Warmwasserspeicher und für das Innengerät der Sohle Wasserwärmepumpe. Man hat sich hier tatsächlich entschieden, mit einer Sondenbohrung zu arbeiten. Das Ganze hat dann zwar etwa 20.000 € mehr gekostet, aber durch die große Förderung, die es gab, war es für die Familie gar kein großer Mehrpreis. Man musste hier 2 Löcher bohren, die etwas über 80 Meter tief sind, weil die über 100 Meter tiefe einzelne Bohrung, die man gebraucht hätte, an der Stelle nicht genehmigt wurde. Aber für die Familie überwiegen die Vorteile, denn man hat jetzt die ökologischere Lösung. Man hat draußen kein Gerät stehen, das hässlich ist, irgendwie Krach macht oder sonst wie. Und man hat jetzt hier wirklich die platzsparendste, ökologischste und ökonomischste Lösung auf Dauer. Der Speicher für die Photovoltaikanlage soll da auch noch kommen, dass man die Wärmepumpe besser bedienen kann. Der hatte noch Lieferschwierigkeiten. Und jetzt sehen wir auch schon hier diese besondere Treppe. Ihr habt ja innen gesehen, es ist eine aufgesattelte Wangentreppe. Hier in Faltwerkoptik mit Eichestufen und die Wange ist einfach zurückversetzt, sodass man jetzt hier mit so einer schönen Schattenfluge anschließen konnte. Das gleiche schwarze Resopalmaterial, das auch in der Küche zum Einsatz kommt. Das übrigens auch ein Material ist, das nichts ausdünstet und also jetzt aus diesem wohngesunden Aspekt heraus völlig unbedenklich ist. Ansonsten gibt es jetzt hier im Eingangsbereich natürlich noch das klassische Gäste-WC. Das sind jetzt hier nur 2,3 Quadratmeter. Es ist jetzt wirklich nur eine Toilette, trotzdem sehr, sehr schön gestaltet. Hier mit der hohen Brüstung 1,50, sodass man eben nicht reingucken kann von draußen. Und was ich sehr, sehr schön finde, sind diese Fliesen 10 mal 20 Zentimeter in diesen gemischten Farben, so ein bisschen Steingrau, Gletschersee, Wasser gemischt, die hier umlaufend angebracht sind. Und hier hinten auch wieder dieser dunkle Resopalton, der hier auch nochmal auftaucht, dieses Schwarz, das wirklich wie so eine Verbindungslinie ist. Gemeinsam mit den dunklen Armaturen, den dunklen Fenstergriffen, der Türdrückergarnitur gibt sich da ein sehr, sehr einheitliches Bild. Was ich bei der Treppe auch bemerkenswert finde, die ja wie gesagt von der Bauherrin geplant und von einem regionalen Treppenbauer dann nach Maß eingefertigt ist. Es ist ja eine gerade Treppe mit einem viertelgewendelten Antritt, so nennt man das. Und jetzt guckt euch mal an, wie hier die Stufen verzogen sind. Oft hat man ja dann ganz viele so krumm verzogene Stufen und hier ist es eben so aufgeteilt, dass es einmal hier genau in die Ecke läuft und dass die untere Stufe hier so ein bisschen breiter ist. Und das sind so kleine Details, die einfach sehr schön sind. Sehr schön ist auch dieses Stahlgeländer in Flachstahl. Das ist dann in Anthrazit beschichtet, unser beliebtes 7016. Und jetzt schauen wir mal hoch. Die Galerie bekommt jetzt hier tatsächlich von 2 Seiten Licht und ist mit 6,9 Quadratmetern wirklich keine Platzverschwendung. Dadurch, dass es aber hier offen ist und wir bis zu 3,80 Meter lichte Raumhöhe haben, wirkt es total großzügig. Auf dem Boden haben wir hier Eiche Schiffsbodenparkett, Echtholz. Das ist übrigens das, was bei diesem Hersteller auch im Standard oben drin ist. Nicht ganz im Standard, aber sehr schön ist dieses eingespannte Glasgeländer, das wirklich ohne Streben oder sonstiges klarkommt und ganz schön ist. Rechts und links von der Galerie nach Süden hin gibt es
2 etwa gleich große Kinderzimmer, wo wir in eines auch gleich reinschauen werden. Aber jetzt schauen wir erstmal hier ins Elternschlafzimmer mit integrierter Ankleide. Der Raum ist insgesamt 21,7 Quadratmeter groß und hat eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Weil man ja hier oben ein bisschen Platz sparen musste, ich sage euch nachher warum, ist es eben so, dass hier keine separate Ankleide mit Wand abgetrennt werden konnte. Aber die Lösung ist sowieso viel schöner. Auch hier sind die selbst geplanten Einbaumöbel vom Schreiner drin, wieder im gleichen Material, nämlich in Eiche, raumhoch, auch an die Dachschräge angepasst, sodass man hier oben rechts und links Stauraum hat für Koffer, für Skiklamotten, alles, wo man eben nicht regelmäßig dran muss. Und es ist auch wirklich eine platzsparende Lösung. Wir haben zweimal die 60 cm Schranktiefe. Hier dazwischen sind es 90 cm, sodass die Türen eben auch gut aufgehen, die 45 cm breit sind. Und das heißt, ich komme hier mit einer Breite von 2,10 Meter hin und habe eine sehr, sehr schöne Ankleide. Und hier eben die Rückwand wieder komplett in Eiche, die auch für diesen Schlafraum wieder so eine schöne, gemütliche Holzwand schafft. Auch hier hat man jetzt die Raumhöhe von bis zu fast 3,80 Meter, was für ein Schlafzimmer ganz toll ist. Warme Luft steigt nach oben. Hier ist es total angenehm, kühl. Der Grauton an der Wand ist hier etwas dunkler, sodass das so einen ganz heimeligen, geborgenen Eindruck gibt. Und wir haben jetzt hier ein Fensterelement, das 1,80 breit ist, auch wieder die 2,17 hoch. So dreigeteilt, also unten mit einem Kämpfer, mit einem feststehenden Element, dass man da eben auch keine Absturzsicherung braucht. Was ich euch noch zeigen will, ist diese schöne Beleuchtung hier rechts und links vom Bett. Da hat man jetzt oben jeweils natürlich 2 Auslässe. Trotzdem jetzt für die Elektrobemusterung hat man da nur jeweils einen Anschluss. An den muss man natürlich denken in der Decke. Und dann wird das eben mit einer Brücke gelöst, sodass man da dann auch rechts und links jeweils 2 Leuchten aufhängen kann. Jetzt schauen wir uns hier schräg gegenüber mal das eine der beiden Kinderzimmer an. Es ist von der Größe 13,5 Quadratmeter. Und wenn wir jetzt hier rumkommen, seht ihr gleich schon, es gibt ein Sitzfenster. Ist natürlich hier das absolute Highlight. Von der Lösung her einfach eine Festverglasung, die in der Fassadenebene läuft. Die Größe ist hier 2,24 mal 1,60. Dann ist da vom Schreiner so ein Eicherahmen einfach davor gesetzt. Sitzhöhe sind hier 50 cm, das ist sehr, sehr angenehm. Sitztiefe sind 45 cm und das ist natürlich ein absoluter Highlight. Platz für ein Kind. Dann haben wir hier nochmal ein Fenster auf der anderen Seite, Brüstungshöhe 90 cm, sieht man schon, passt wunderbar mit der Schreibtischmöblierung. Und hier hat das Zimmer jetzt nochmal eine Nische, die ist tatsächlich auch wieder bis 3,80 Meter hoch. Das heißt, man könnte hier noch eine Zwischenebene einziehen, das war auch mal so geplant, aber jetzt ist es erstmal so. Und vielleicht für euch zur Orientierung, diese Nische ist nochmal 2,45 Meter breit und dann sieht man, passt es hier sehr gut mit einem Bett und einem vernünftig großen Schrank. Hier direkt gegenüber liegt dann das Familienbad, das 14,8 Quadratmeter hat. Und hier sehen wir gleich die erste Überraschung. Hinter mir ist nämlich die Sauna. Dazu gibt es eine Geschichte, das ist ein Erbstück vom Vater, das in jedes Haus mit umgezogen ist bisher. Und deshalb musste diese Badplanung auch um die Sauna herum stattfinden. Die braucht natürlich ein bisschen Platz und weil es ja hier oben keinen Hauswirtschaftsraum gibt, hat die Bauherrin gesagt, sie will also ihre Waschmaschine und Trockner hier in einer extra Nische haben. Das Ganze ist hier nochmal abgetrennt mit einer Wand. Man sieht auch schon, hier soll noch eine Einbautür davor. Deshalb stehen die Fliesen hier schon vor, damit es eben nachher auch hier wieder eine flächenbündige Lösung gibt. Und dann ist es hier oben verschwunden, ohne dass es stört. Gleichzeitig entsteht dann hier gleich die Nische für die Dusche. Die ist 1,80 mal 90. Diese Scheibe ist 1,20 lang und die Bauherrin sagte schon, das funktioniert wunderbar, auch mit diesem Regenduschkopf, dass da irgendwie nichts rausspritzt oder drüber spritzt. Das ist also von der Größe wunderbar. Von der Gestaltung hatte man jetzt hier wieder diese Bergwelt, Gletschersee Idee im Hinterkopf. Deshalb haben wir hier auf dem Boden eine Fliese, die sieht nach grauem Fels aus, ist aber tatsächlich ein Feinsteinzeug, 60 mal 60 und hier an der Wand diese Gletscherseeblauen Metrofliesen im Format 10 mal 30 cm, die einfach total schön aussehen.
Was hier ansonsten an Möbeln drin ist, ist tatsächlich auch vom Haushersteller. Das heißt, man hat hier wieder die Eiche und diesen Schwarzton und außerdem gibt es natürlich hier noch ein bodentiefes Fenster, das 1 Meter breit ist, unten die Glasbrüstung hat und durch die Hanglage hat man jetzt natürlich hier einen wunderbaren Weitblick nach draußen und keinen Einblick von außen nach innen. Jetzt werfen wir noch einen ganz kurzen Blick in die Einliegerwohnung im Keller. Die Eingangsveranda für das Holzhaus ist hier gleichzeitig der überdachte Eingangsbereich für die Einliegerwohnung. Ihr könnt schon sehen, hier gibt es noch mal eine E-Tankstelle fürs Auto, für die Photovoltaikanlage auf dem Dach gut zu nutzen. Und hier sind wir jetzt im Kellergeschoss. Wir haben hier 4 Quadratmeter Flur. Dann gibt es hier 17 Quadratmeter Gästebereich mit eigenem Bad. Hinter mir geht es in die Einliegerwohnung. Da gibt es einen großen Wohn-Ess-Kochbereich mit etwa 31 Quadratmetern. Und ihr könnt schon sehen, es ist total schön hell, obwohl es ein Kellergeschoss ist, durch diese seitliche Terrasse. Und hier gibt es nochmal ein Schlafzimmer, das etwa 13 Quadratmeter hat. Und außerdem haben wir hier unten noch 7 Quadratmeter Badezimmer. Jetzt haben wir ja alles gesehen in diesem modernen Holzhaus und wenn ihr euch die Grundrisse in Ruhe anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung einen Link gesetzt in unsere Hausdatenbank, da könnt ihr noch mal gucken. Wenn euch das Öko-Konzept, das Wohnkonzept von diesem Hersteller noch ein bisschen genauer interessiert, wir haben auch schon andere Haustouren gedreht, die verlinke ich euch auch noch mal hier, wenn ihr gucken wollt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns allgemein schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.